Der Generationenvertrag ist derzeit ordentlich unter Druck. Hochrechnungen zeigen, bis 2035 sollen sogar ein Fünftel der in Deutschland Lebenden eben Rente beziehen. Der Rententopf wird also ordentlich belastet. Doch wer zahlt eigentlich in diesen Topf ein? Da gibt es die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann gibt es die freiwillig Versicherten und dann gibt es natürlich auch noch die Steuergelder bzw. die Zuschüsse vom Bund, der letztendlich dann diesen Topf auch füllt, damit dieses System überhaupt noch funktioniert. Hier wird kein Kapital aufgebaut, also dass man sagt, nur ein gewisser Prozentsatz wird eben eingezahlt und ausgezahlt und dadurch wird der Kapitalstock erhöht. Nein, das ist nicht so. Das, was reingeht, also die Rentenzahlungen, Einzahlungen, werden auf der anderen Seite gleich umgelegt und eben in Form von Renten ausgezahlt. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man sowieso weiß, oha, das System steht ordentlich unter Druck, das fliegt uns irgendwann um die Ohren, was können wir machen? Auf der einen Seite kann man sagen, okay, wir brauchen mehr Arbeiter, die hier einzahlen. Das Problem ist nur, der Nachwuchs ist nicht in der Relation zu setzen mit den Leuten, die in Rente gehen. Das heißt, es kommt weniger nach, als eben vorne in Rente geht. Problem natürlich. Dann hat man forcierte Einwanderung. Letztendlich sollen Arbeitskräfte in Deutschland arbeiten, die natürlich auch hier einzahlen würden. Aber wichtig, auch die bekommen natürlich später dann aus dem Topf Renten bezahlt. Die haben eingezahlt, also bekommen sie auch was raus. Ganz klare Sache. Eine andere Option wäre zum Beispiel, wir arbeiten alle länger. Oder die Rentenzahlungen werden in Zukunft weniger stark angehoben. Das heißt, die Inflation steigt und die Renten aber nicht im gleichen Maße mit. Das heißt, letztendlich wird das, was ausgezahlt ist, sowieso weniger wert durch die Inflation. Alles wird teurer und durch weniger Rente Leben kaum finanzierbar. Die Punkte, die könnte man natürlich jetzt diskutieren. Allerdings ist es nur sehr, sehr schwer durchzusetzen, weil es gibt immer Instanzen, die sagen, bis hierhin und nicht weiter. Beziehungsweise manchmal werden hier auch die Augen zugemacht und das Rententhema wird nicht angefasst. Zum Beispiel am Kapitalmarkt zu investieren etc. pp. Hat man in den letzten Jahren ja immer in den Medien gehört. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was auf uns zukommt. Wenn es nicht so essentiell wäre, wäre es eigentlich egal. Aber letztendlich geht es darum, dass wir aktuell einzahlen und eben später auch Rente bekommen wollen, um unsere spätere Existenz sichern zu können. Also hier ist auf jeden Fall Handlungsbedarf und zwar jetzt und nicht erst in 10 Jahren. Weil umso mehr Zeit vergeht, umso heißer wird diese Suppe letztendlich gekocht und man braucht jetzt letztendlich Lösungen, damit in Zukunft die Renten sicher sein können. Ansonsten sehe ich das Ganze sehr, sehr skeptisch. Das bringt uns dann zum Punkt, dass wir natürlich neben den Einzahlungen in den gesetzlichen Rententopf unbedingt privat vorsorgen müssen. Ich empfehle dir unbedingt, da die ersten Schritte zu gehen, Geld auf die Seite zu schaffen, damit egal was passiert, du immer Geld auf der Seite hast. Ganz egal, ob mittelfristig oder langfristig, Geld auf der Seite haben ist nie verkehrt. Also, kümmere dich um deine Finanzen und gerne auch, wenn du Fragen hast, in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Finanzen und Versicherungen. Ciao, euer Nico.